dopé d'une insomnie mortelle. Tout doucement ton heure s'achève. Ich nenne das Poetic Rock auf Deutsch, Französisch, Englisch. Und das sind also eigene Kompositionen. Ich komponiere am Klavier und mit Elektro hinten dran, allem, Schlagzeuger, Gitarrist etc. Und das sind Gedichte, habe ich vertont, von Else Lasker Schüler, Friedrich Nietzsche, Dylan Thomas und auch eigene Texte, Liedtexte. Also ich finde die Idee halt toll von Europa und das ganze Gemisch und nicht alles nur auf Englisch zu machen, vor allem hier, wenn du in Frankreich lebst. Die sind da auch ein bisschen sensibel und empfindlich, was ich aber gut finde, dass man auch Lieder macht, die auf Französisch sind. Das ist irgendwie wichtig. Où que tu ailles, dans mes pensées, tu trouveras des moments clairs où tu te promènes. Ich wohne auf der Ile Saint-Denis, das ist so eine kleine Insel zwischen Villeneuve-la-Garenne und Saint-Denis. Und da gibt's nicht viel, also es gab dann keine Bar und gar nichts. Du warst wirklich bei dir zu Hause. Ich habe viel komponiert, geschrieben und vor allem jeden Sonntag über Facebook habe ich ein Streaming-Konzert gemacht, also am Klavier eben. Und ich hatte da echt viele Zuschauer. Ich war echt erstaunt, weil niemand konnte rausgehen. Und irgendwie war das auch interessant, weil ich habe davon profitiert, irgendwie die Fanbase zu vergrößern oder so. Also es war dann schon gut. Tu trouveras ces moments clairs. Ich bin in der SACEM, das ist die französische GEMA. Und die haben gesagt, ja, ihr könnt diese Streamings angeben, also mit Link von YouTube oder Facebook etc. Und dann bekommt ihr die Autorenrechte von euren Liedern. Du gibst halt dein Programm dann an, wenn du da drin bist in der SACEM. Und das ist nicht viel, aber es ist so für die Geste ist gut. Aber verdienen tust du da nichts. Also in der Musik was verdienen heute ist ziemlich schwierig. Ich liebe dich und finde dich, auch wenn der Tag ganz dunkel wird. Wir spielen, wir geben Konzerte. Wir haben die Platte bei Fnac jetzt gehabt, die erste Platte, das heißt Shine Bright. Wir sind gerade dabei beim zweiten Album und Online-Streaming und so, zum Runterladen auch. Und ja, ich gebe Deutschunterricht, bin an der Uni hier, Business Schools und auch eben privat für Unternehmen und so, ne? Weil du musst halt irgendwie die Miete zahlen, ist ja teuer in Paris. Ne? Es öffnen deine Lippen sich. Ich habe Freunde, die sind, sagen wir mal, besser im Business so als ich, von Bekanntheitsgrad her. Ja, die haben halt auch viel gemacht, Online-Streamings und Sachen und ich meine, du beschäftigst dich halt irgendwie. Ich glaube, für Leute, die selbst kreativ sind, war es nicht so schlimm jetzt wie für Musiker, die Studiomusiker sind oder die für andere spielen und die von den Konzerten abhängig sind. Alle Tourneen waren abgeblasen, das ist dann schwierig. Want to be the one you can't forget. Want to be the one who cares for you. Ich meine, es gab dann auch viel Unterstützung in Frankreich hier, ne, für die Künstler. Also ich kenne jetzt niemanden persönlich, für den es wirklich jetzt ganz schwierig war. Ich glaube, die haben sich irgendwie alle zu helfen gewusst. Das ist halt schön in Frankreich, da werden die Künstler irgendwie noch ernst genommen. What do you see? Ich habe alle Kurse online gemacht zu Hause, also Homeoffice. Ne? Dann habe ich meine Konzerte-Streamings gemacht, dann habe ich am neuen Album gearbeitet, viel geschrieben und du kannst auch viel so mal über dich nachdenken, das Leben an sich und im Besonderen. Das war ganz gut, irgendwie auf sich selbst zurückgeworfen zu sein und nachdenken zu müssen, wie mache ich das jetzt und wie geht's weiter. War ganz gut. Aus tiefem Traum bin ich erwacht. Ich tue alle meine Kneipen in Paris ab. Wie sagt man? Abforsten, abklappern, genau, ja. Das ist gut. Aus tiefem Traum bin ich Es gibt ja hier auch La Fête de la Musique, ne? Das ist ja französische Kreation und ich finde es auch gut, ne? So Sachen
einfach auch in der Bar zu spielen mal oder auf der Straße und nicht nur im großen Konzertsaal. Und I cried, I laughed, brooding in bed. wir durften nicht spielen bei uns. Das hat jedes Rathaus anders gemacht und wir durften nicht spielen. Deshalb spielen wir jetzt am Sonntag. Wir haben es einfach verschoben. Wir spielen jetzt auf der Straße, also so ein kleiner Vorplatz vor meinem Gemüsehändler. Der ist total nett und die haben einen guten Platz und da werden wir dann spielen. Ne?